Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Lamy-Füllfederhalter vorstellen, und zwar den Lamy AL Star in der Farbe Azur. Hier könnt ihr dann schon mal sehen. Der hat ebenfalls eine M-Feder. Wenn ich ebenfalls sage, beziehe ich mich auf mein Video des LX, das ich vor einiger Zeit gemacht habe. Und da hatte ich die beiden auch so ein bisschen verglichen vor dem Hintergrund ihrer Unterschiede, weil sie sich in vielen Dingen ähneln. Aber es gibt da Unterschiede, schaut euch das Video dazu an. Aber heute möchte ich euch den AL Star allein vorstellen. Ich werde ein bisschen was zu den Materialien sagen, werde euch den Füllfederhalter beschreiben. Dann Maße und Gewicht werden wir wie immer besprechen. Dann werde ich euch sagen, beziehungsweise vorher machen wir natürlich einen Schreibtest und dann werde ich euch erst sagen, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am AL Star. Und zum Schluss ziehen wir wie immer ein kurzes Resümee und da werde ich euch verraten, wo ihr ihn vielleicht günstig bekommen könnt, wo ich ihn her habe und ja, ob ich ihn mir wiederholen würde. Dann wollen wir jetzt anfangen. Auf geht's! Ja, so sieht er aus, der Lamy AL Star. Der ganze Füllfederhalter ist aus Aluminium gefertigt, bis auf den Clip. Der ist typisch Lamy Art funktional. Und natürlich das Griffstück, das seht ihr hier. Auch da ist das typische Lamy Griffstück, was ihr auch vom Safari kennt, verwendet worden in Kunststoff. Ja, fangen wir mal mit der Kappe an. Aluminiumteil, schauen wir mal rein. Aluminiumabschluss, kann man hier auch ganz gut sehen. Außen Kunststoffabschluss. Der Clip, wie gesagt, dürfte Edelstahl sein. Alles sehr funktional. Gibt es nicht viel drüber zu erzählen. Kappe stabil, super verarbeitet. Keine Auffälligkeiten daran. Farbe hatte ich euch ja schon gesagt. Das ist die Farbe Azur. Und den gibt es in ganz vielen Farben. Ich habe ihn mir in dieser Farbe geholt. Und dann könnt ihr euch selber da entscheiden, welche Farbe ihr denn nehmt. Da schaut ihr einfach mal im Internet nach, was es da für unterschiedliche Farbmöglichkeiten gibt. Ja, der Füllfederhalter hier, Griffstück Kunststoff. Schrauben wir es gleich mal auf. Ich habe hier schon mal Tinte aufgefüllt und einen Konverter eingesetzt. Konverter wie immer bei Lamy. Hier ist der Originalkonverter Z28. Hier ein bisschen rein fokussieren. Da seht ihr, das Lamy steht drauf. Der Originalkonverter, der dazugehört, beziehungsweise den man dazu kaufen kann. Ja, alles hier wie üblich bei Lamy. Das funktionale Griffstück liegt da sehr gut in der Hand. Das kennt ihr alles von den verschiedenen anderen Füllfederhaltern. Die Feder hier ist eine M-Feder. Auch die will ich noch mal ein bisschen rein fokussieren, dass ihr die gut sehen könnt. Ist eine M-Feder. So, Lamy M, da seht ihr es. Auch typisch wie von Lamy bekannt, der Tintenleiter ohne Lamellen. Aber ich kann euch schon sagen, der Tintenfluss ist sehr gut. Aber was anderes würde man bei Lamy, glaube ich, auch nicht erwarten. Okay, das zu dem Griffstück mit Konverter. Dann hier seht ihr nochmal das Lamy-Logo geprägt in das Metall hinein. Hier unten das Abschlussstück des Schaftes aus Kunststoff, auch typisch für alle Lamy-Modelle dieser vergleichbaren Serien wie LX, wie gesagt, eines meiner letzten Videos, und Safari und eben wie gesagt dieser AL Star hier. Germany mit dem typischen Kunststoffabschlussstück der Lamy AL Star. Ja, auch hier alles sehr gut verarbeitet. Wertiges Gefühl, wenn man es so in der Hand hat. Da gibt es keine Probleme. Okay, ja, so viel zu den Bestandteilen. Das ist ja relativ schnell erklärt. Ich würde ihn jetzt wieder zusammensetzen. Und dann kommen wir als nächstes schon
zur Schreibprobe. So, kommen wir zur Schreibprobe. Hier haben wir den Lamy AL Star. Die Farbe ist Azur. Und es handelt sich um eine mittlere Feder. Die Tinte, die will ich euch auch nicht verheimlichen, die habe ich hier. Das ist eine sehr günstige Tinte, die werde ich euch in einem anderen Video nochmal vorstellen. M&M. Hier hinten seht ihr den Hersteller. Metzger und Mendle GmbH. Die stellen Tinten her, die ich in der Drogerie Müller gefunden habe. Und dieses Türkis, wie ihr es jetzt hier auf dem Blatt Papier auch seht, das ist dieses Türkis, was hier von Mädler und, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, Metzger und Mendle, so heißen sie richtig, Entschuldigung, hier verwendet habe heute für den Azur. Und das werde ich aber, die Tinte werde ich in einem eigenen Review nochmal darstellen. Also, die Tinte Metzger. Und Mendle Türkis. So, dann, achso, ja, wollte ich hinschreiben, Drogerie Müller. Wie immer der Hinweis, ich bekomme hier nichts dafür, weder, dass ich euch die Tinte empfehle, noch bekomme ich etwas von Lamy, dass ich euch den AL Star empfehle. Also das mache ich nur, damit ihr da eine Möglichkeit habt, günstig etwas zu bekommen. Okay, bevor wir jetzt hier den Schreibtest fortsetzen, will ich euch noch die Maße und das Gewicht sagen. So befüllt mit Kappe, mit dem Konverter, der wie gesagt nicht dabei ist beim AL Star, wiegt der Füllfederhalter 22,8 Gramm. Er misst 13 cm ohne Kappe, 13,9 cm mit Kappe. Bei dem Vergleich mit dem LX habe ich gesagt, die sind gleich groß. Es kann sein, dass die sich um 1 mm unterscheiden. Im geschlossenen, beziehungsweise mit aufgesetzter, nicht im geschlossenen, mit aufgesetzter Kappe, ihr seht es hier, geht auch wunderbar. Da misst er 17 cm. Okay, dann legen wir hier die Kappe wieder beiseite und machen mit unserem Schreibtest weiter. Und ihr könnt jetzt mal hören, wie der Lamy hier auf dem Papier, das schreiben wir auch gleich nochmal hin, das ist das übliche Clairefontaine DCP 160 Gramm, wie er jetzt hier über das Papier gleitet. Ja, also ihr hört vielleicht so ein bisschen, die Feder gibt Feedback. Das ist eine recht harte Feder, eine recht harte mittlere Feder. Von der Strichbreite her finde ich, ist es durchaus eine M-Feder. Kann man wirklich so sagen. Ich finde, das entspricht ungefähr dem, was man bei einer M-Feder erwartet. Jetzt lassen wir einen kurzen Moment offen, halten ihn mal verkehrt rum, drehen ihn mal so ein bisschen. Und dann versuchen wir mal schnelles Schreiben. Ihr seht, auch da gibt es keine Probleme, aber ich denke, das erwartet man einfach von einem Lamy auch. Dann, was ich nur ab und zu mal mache, verkehrt herumschreiben. Da wird es deutlich dünner. Auch das Schreibgeräusch, finde ich, wird unangenehm. Ja, aber er hält es durch. Also insofern keine Probleme. Dann werden wir mal gucken, was wir aus dieser Feder hier rausholen können. Ja, nicht wirklich viel. Ihr seht es hier schon an diesen Stellen,
Da kommt die Feder schon an ihre Grenzen, weil sie wirklich sehr, sehr fest ist. Aber der Tintenfluss, finde ich, ist hervorragend. Und ja, gleich ein bisschen Papier mit abgegangen. Also ihr seht schon, wenn man da über die nasse Stelle nochmal drüber geht, dann ist die Feder schon so, dass sie da ein bisschen Papier abhebt. Aber alles in allem muss man sagen, das Schreibgefühl mit dem Lamy AL-Star ist schon wirklich ein gutes. Wenn ihr das so hört, ich finde, die klingt noch angenehm, die Feder. Obwohl ich auch sagen muss, ich bin ja eher ein Fan davon, wenn man nicht ganz so viel Feedback bekommt, wenn man nicht ganz so viel Geräusch hat, dann ist es, finde ich, immer angenehmer oder das nicht so, ich sag mal, so leicht ins Kratzige geht. Aber das ist hier noch völlig in Ordnung und ich finde, hier beim Schreibtest hat er hier keine Schwächen gezeigt. Und dann werde ich euch als nächstes sagen, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Lamy AL-Star in der Farbe Azur mit der Federbreite M. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Lamy AL-Star? Hier zeige ich ihn euch nochmal. Ja, was mir gut gefallen hat, ist das Schreibgefühl. Er schreibt sich so wie die Lamy-Füllfederhalter, die ich kenne, schreibt sich sehr gut. Es gibt da keine Schwächen. Ja, es ist einfach ein täglicher Begleiter, der zuverlässig da ist. Tintenfluss hat mir sehr gut gefallen. Fand ich fast besser. Ich weiß, ich will hier keinen Vergleich machen, aber die Bemerkung sei mir erlaubt. Als beim LX. Da hat es ja im Netz auch geheißen, dass der Tintenfluss da stärker sein soll. Aus meiner Sicht ist er das nicht. Der ist beim AL-Star mindestens genauso, wenn nicht stärker. Was hat mir noch gut gefallen? Das Handling, so wie ihr es eben auch hier von den Lamy-Füllfederhaltern kennt. Ihr nehmt den in der Hand und der liegt in der Hand und dann könnt ihr losschreiben. Das sind alles Dinge, die sehr gut sind. Das Material, das wirkt alles sehr hochwertig, gut verarbeitet. Ganz klare Erwartungshaltung an Lamy, aber auch an den Hersteller. Das kennt man nicht anders. Das ist ein Traditionshersteller. Der zeigt hier auch bei diesen einfacheren und doch im Vergleich günstigen Modellen, zeigt er da keine Schwäche. Was gefällt mir weniger gut? Das Feedback der Feder, das hatte ich auch schon beim LX so ein bisschen moniert, ist mir persönlich ein bisschen viel. Das ist aber Geschmackssache. Ihr habt es ja selber gehört, ihr könnt euch selber ein Bild davon machen, ob euch das stört oder ob ihr sagt, die singt so schön über das Papier, das gefällt mir sehr gut. Ich habe auch die Feder überhaupt nicht bearbeitet, sondern ich habe die so genommen, wie ich sie aus dem Laden bekommen habe. Was mir auch nicht gefällt, auch ein Kritikpunkt, den ich immer wieder mal anbringe, der Konverter muss separat dazu gekauft werden. In Zeiten der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes sind Tintenpatronen aus meiner Sicht eher seltener zu verwenden, wenn es nicht anders geht, na klar. Aber es ist schon sinnvoll oder man kann sie auch Tintenpatronen wieder befüllen. Wie gesagt, dann ist es auch in Ordnung. Aber ich denke, dass ein Konverter schon in irgendeiner Form mit dabei sein soll, weil sonst sind es nochmal Zusatzkosten von circa, ich sag mal 3,50 bis 5 Euro pro Konverter. Und wenn man bedenkt, dass dieser Füllfederhalter vielleicht so um die 20 Euro im normalen Preis kostet, dann ist das schon ein Posten, den man da nochmal mit berücksichtigen müsste. Ja, dann kommen wir auch gleich zum Resümee. Würde ich ihn mir wieder kaufen oder eher nicht? Ich würde ihn mir auf jeden Fall wieder kaufen. Ich finde die Farbe sehr schön. Ihr habt da nochmal. Ich finde es eine tolle Farbe, ist gut gelungen. Ich mag das Material. Ich mag den Tintenfluss, die M-Feder. Ist alles sehr schön. Und vor allen Dingen habe ich ihn zum sehr günstigen Preis bekommen. Ich habe den bei Thalia für 10 Euro bekommen. Und habe mir dann noch einen Konverter dazu gekauft und dafür muss ich dann sagen, ist das ein ganz hervorragender, täglicher, zuverlässiger Begleiter, den ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, den ihr euch auf jeden Fall zulegen könnt, ohne dass ihr damit Schiffbruch erleidet.
Wo würde ich jetzt schauen? Ich würde natürlich wieder bei Thalia schauen, wenn sie den im Angebot haben. Ich würde bei Müller schauen. Da könnt ihr auch gleich die Tinte, die ich euch vorhin gezeigt habe, mal in Augenschein nehmen. Die hat mal früher knapp unter 2 Euro für 30 ml gekostet, ist jetzt ein bisschen gestiegen, liegt jetzt leicht über 2 Euro, aber ist aus meiner Sicht immer noch eine sehr günstige Tinte, die aus meiner Sicht auch ganz hervorragend hier zu dem Füllfederhalter gepasst hat. Und ihr habt sie im Schreibtest gesehen, die sieht auch sehr schön aus, dieses Türkis. Amazon könnt ihr natürlich auch immer schauen, keine Frage. Ich bekomme von allen nichts, sage es an der Stelle nochmal. Einfach nur die Empfehlung, wenn ihr den AL-Star sucht, schaut nach Angeboten, weil ihr müsst noch einen Konverter oder ihr solltet noch, ihr müsst natürlich nicht, ihr könnt auch Tintenpatronen kaufen und die wieder auffüllen. Wenn ihr es aber im Angebot bekommt und dann noch im Fachhandel einen Konverter dazu kauft, dann habt ihr ein günstiges und zuverlässiges Schreibgerät. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Ink Up Your Pen.